2-1 gewonnen, ganz knapp. Ich glaube, dieses Video wird auch ganz knapp kurz, weil im Endeffekt, ich bin immer sprachlos weiterhin, weil die Leistung, man könnte oder einige werden sie jetzt bestimmt wieder besser oder verbessert ansehen, ja, nur weil man ein bisschen mehr Spielfluss hatte, aber es war trotzdem ein Krampf. Es war einfach ein Krampf und was unser Trainer Arbeloa mit Arda Güler macht, ist schon inzwischen, ja, wie soll ich sagen, eine klein kann man nicht sagen, eine Frechheit. Ja, dazu gleich mehr. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Dennis, Hala Madrid. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Es würde mich natürlich freuen, wirklich. Und weiterhelfen vor allen Dingen. Ja, gestern das Spiel abends. Ich wollte erst einen Livestream machen, aber es ist eben auch ziemlich anstrengend, wenn nicht so viele im Livestream sind, 2,5 Stunden dort alleine im Endeffekt zu reden, wenn nur 2, 3 da sind. Also für die Zukunft, wenn ihr Livestream wieder mehr sehen wollt, ich habe Bock darauf, dann kommt auch in mein Livestream, Freunde. Ja, jetzt zum Spiel. Wir haben ganz oder mit Ach und Krach, wie man so schon sagt, gewonnen in der Nachspielzeit. Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht typisch, würde ich sagen, aber es war, ihr merkt, es ist jetzt auch nach dem Spiel. Ich habe überlegt, mache ich das heute noch an diesem Abend jetzt nach dem Spiel oder mache ich es nächsten Tag? Aber ich muss das immer, sag ich mal, nach dem Spiel machen, weil da die Emotionen mehr da sind. Aber was für Emotionen? Ich hatte in diesem Spiel eigentlich nicht wirklich Emotionen, weil wir wissen, es ist eine absolute Katastrophe im Moment, was bei uns vorgeht. Verletzte, Gesperrte, Ärzte, die nicht gut laufen. Oben der Vorstand kommt mit den Egos oder die Spieler kommen mit dem Vorstand nicht klar und andersrum. Whatever, auf jeden Fall sehr viel Action, Scheiße, muss man wirklich so sagen. Und deswegen hatte ich eigentlich nicht so viel Emotion. Ich habe mir das Spiel ist so, ich habe es mir angeguckt, ich saß da. Ja, das war eigentlich diesmal weil ich habe auch gedacht, dass wir verlieren, ehrlich gesagt. Und es sah ja auch fast danach aus. Ich meine, überleg mal, Celta Vigo den Pfostenschuss ganz zum Schluss. Wäre der reingegangen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich 2-1 verloren gegangen. Manchmal frage ich mich, wäre das jetzt besser gewesen? Jetzt haben wir gewonnen. Die Hoffnung ist wieder da, aber gut, vor dem Champions League Spiel und so weiter. Und der Sieg ist natürlich für das Ego gut. Aber ich weiß nicht, das war alles trotzdem schleppend, auch wenn es flüssiger aussah. Das Spiel an sich, ja, kann man so, ja, es plätscherte trotzdem dahinter. Und ich kann auch nicht einen Spieler so aussah, wie ich ihn immer nenne, Tujameni. Ihr wisst schon, dass das mit Augenzwinkern immer so gesagt ist. Manche fühlen sich immer so, also ich spreche es extra so aus, ne? Tchouaméni. Ich finde einfach, dass er noch wieder mal der Beste war, aber der Rest war einfach so. Und was war eigentlich nochmal mit Camavinga? Auch wieder nicht dabei. Hat er immer noch Zahnprobleme? Irgendwann schneide ich da einfach nicht mehr durch, weil was hat Hauses denn auch wieder komplett an, obwohl er eingewechselt worden ist, aber auch ich will da gar nicht drüber reden. Unser Ärztestab würde ich persönlich komplett entlassen. Weg. Ganz einfach. Weg. So, und jetzt einmal nochmal zum Schluss. Arda Güler wurde, ich glaube, auch wieder in der 66. Irgendwie Knobel, müssen wir schon Wetten abschließen. Ich glaube, in manchen Ländern kann man das machen. Wann wird er ausgewechselt? Und dann wird er für jemanden ausgewechselt. Erstmal war er zu der Zeit, er war so mit einer der Besten. Habt ihr gesehen, wie der gekämpft hat, auch wenn er wieder die Bälle nicht bekommen hat. Aber anderweitig, dann wird er ausgewechselt gegen einen, den wahrscheinlich viele bei Real noch gar nicht gesehen haben und so weiter. Als erstes. Also das ist im Endeffekt so ein richtiger Arschtritt oder, was soll ich sagen, ich will das jetzt nicht aussprechen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist langsam das allerletzte. Und also ein bisschen Connection habe ich schon. Ich werde im nächsten Video nochmal auf was eingehen, da muss man, keine Ahnung, man kriegt ja auch mal ein bisschen was mit und so und Gerüchte wisst ihr wisst ja, Gerüchte kriegt ihr ja auch mit und wegen Ada und so, aber ich will da noch mal im nächsten Video wahrscheinlich oder im übernächsten Video mal ein bisschen drauf eingehen, weil so wird der Junge, ja, wie ich das immer sage, er ist ja schon, es geht ja nicht für Real Madrid, aber so, weiß nicht, ob er da so viel Lust hat, obwohl er diesmal, dieses Lächeln war das jetzt
ein krampfes Lächeln, war das sarkastisches Lächeln oder was war das für ein Lächeln, wo er runtergegangen ist? Oder sagt er sich, ach, ist mir doch auch inzwischen scheißegal. Das ist so die Frage, weil wenn man als erstes ausgewechselt wird, wieder in einer Phase, wo er wieder sehr extrem gekämpft hat und er war, wie gesagt, mit einigen Spielen, Valverde und ja, war ja auch nicht so schlecht, war mit der Beste und wird dann als erstes ausgewechselt und dann kommt einer rein, der ja noch nicht mal so wirklich gespielt hat bei den Profis, so nach dem Motto und das ist schon so ein Tritt, ne? Also ja, ich bin der Meinung, er sollte, oder unser Trainer, mir fehlen eigentlich die Worte dazu. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schauen, was ihr davon haltet und im Endeffekt gibt's nicht sehr viel zu analysieren, dieses Spiel und ich habe die Grafik zwischendurch mal eingeblendet. Bester Spieler ist natürlich wieder Tchouaméni geworden, zu Recht, muss man schon sagen. Nicht nur wegen seinem Tor, sondern allgemein wieder mal. Und er will so, man merkt, er will, ne? Rüdiger diesmal unauffällig, glaube ich, ja. Aber insgesamt, ja. Ihr merkt, irgendwie schwer, so ein Spiel zu analysieren über Real Madrid aktuell. Bin trotzdem nicht zufrieden, egal ob das Spiel mal ein bisschen flüssig war oder wenn sie gekämpft haben, aber vielleicht werden einige jetzt schreiben, oh ja, das sah schon wieder gut aus. Nein, also nur weil ich habe auch schon beim 6-1 gesagt, wo wir 6-1 gewonnen haben. Piano, also Vorsicht, Leute, ne? Und ja, hat keiner gehört. Nee, doch jetzt. Nein, nämlich nicht. So, und deswegen, gewonnen. Aber City ist ein anderer Gegner. Ja, wir spielen auch in der Champions League. Das ist für uns auch immer anders. Das ist unser Format, aber das wird schwer werden. Das wird ganz schwer. Also schreibt in die Kommentare, was ihr einfach von haltet und dann Hala Madrid. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.